Bitte begrüßt jetzt hier mit mir auf der Bühne unser Duo Recht und Risiko. Hier sind Max-Julian Wiedemann und Marco Pompili. Marco, komm ganz kurz in eure Mitte. Schön, dass ihr da seid. Um noch die Expertise ein bisschen zu untermauern, Max-Julian Wiedemann, Rechtsanwalt bei CMS, der größten Wirtschaftskanzlei in Deutschland. Und dein Kerngebiet ist Medienrecht, hast du mir im Vorfeld schon verraten. Genau. Und die Veranstaltungsbranche, dein Schwerpunkt. Wie schön, dass du hier bist auf dieser Messe, die genau das abbildet. Passt ganz gut. Vielen Dank für die Einladung, ja. Perfekt. Und zu meiner Rechten, von euch aus gesehen, logischerweise dann links, Marco Pompili, Key Account Manager bei Airpalm, spezialisierter Versicherungsmakler im Entertainment- und Event-Business, also auch goldrichtig hier. Und du hast viele Kunden eben in der Veranstaltungsbranche und versorgst die mit den entsprechenden Versicherungen, die sie brauchen. Richtig, ja. Für alle Dann Bereiche haben wir das passende Paket. Sind wir vorbereitet, die Bühne ist eure und danke dass ihr dir. euch natürlich diesem Thema widmet, was sehr starken Fokus hat und da eben auch das Rechtliche und das Versicherungstechnische abgebildet werden sollte. Danke. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen zu unserem kurzen Vortrag zu Recht und Risiko. Wir wurden ja schon netterweise kurz vorgestellt und ich glaube, das Thema ist für alle Branchen super relevant. KI setzt eigentlich jedes Unternehmen mittlerweile ein, aber da bestehen Risiken rechtlicher Natur und Marco weiß, wie man die gegebenenfalls auch versichern kann. Und wir freuen uns sehr, euch einen kleinen Einblick zu geben zu unserer Person. Genau, wurde ja gerade schon was gesagt. Ich bin Rechtsanwalt und Marco, du bist Versicherungsheini. Genau, also Recht und Versicherung klingt erstmal langweilig, aber ich glaube, wir kriegen das möglichst spannend hin. Und damit es auch nicht wird irgendwie wie ein Uni-Vortrag oder so, möchten wir das Ganze so interaktiv wie möglich gestalten. Also wir laden euch gerne ein, all eure Fragen, die ihr so zu dem Thema habt, loszuwerden. Wie kann ich ChatGPT nutzen? Darf ich unsere Geschäftsgeheimnisse bei Gemini reinhauen? Spoilern besser nicht. Also fragt gerne, was euch auf dem Herzen liegt und dann richten wir uns in unserem Vortrag so ein bisschen nach euch, würde ich sagen. Ja genau, möchte ich mich auch anschließen. Das Thema ist ja wirklich manchmal ein bisschen, gerade wenn man das Thema Versicherung sieht, ja nicht unbedingt immer für jedermann nachvollziehbar und verständlich. Ich verstehe man teilweise Sachen auch nicht, weil die Versicherungsbranche sich gerade sehr, sehr verändert. Deshalb auch von meiner Seite, wenn Fragen da sind, bitte sofort fragen. Wir wollen das sehr interaktiv gestalten. Und wenn jetzt keine Fragen für den ersten Augenblick da sind, würde ich sagen, starten wir mal und dann bitte keine Scheu haben, lasst uns das wirklich interaktiv machen, weil das, denke ich, ist der größte Mehrwert für alle, die hier sitzen und sich das anhören. Genau, ich sehe noch keine Hände in die Höhe schnellen, dann starten wir erstmal rein. Ja. Und der eine oder andere fragt sich vielleicht, warum muss ich das eigentlich wissen? Und zwar sagt das der AI Act. Haben einige von euch vielleicht mitbekommen. Die EU hat als erster Verbund der Welt ein großes Gesetz erlassen zum Umgang mit KI und das Ganze relativ umfangreich reguliert. Das meiste davon tritt erst August nächsten Jahres in Kraft. Aber eine Regelung, die ist schon seit Februar in Kraft und das ist der Artikel 4 des AI Acts. Und der sagt, dass alle Unternehmen, die deren Mitarbeiter KI nutzen, also in meiner Erfahrung nach fast alle Unternehmen, sicherstellen müssen, dass die Mitarbeiter eine hinreichende KI-Kompetenz haben. Das heißt, spezifischer wird der AI dann nicht, er ist relativ spezifisch bei den Strafen, was droht, wenn man das nicht erfüllt, aber was eigentlich eine KI-Kompetenz heißt, das sagt er nicht so ganz genau. Was sich aus den Erwägungsgründen ergibt, ist allerdings, dass man zumindest auch die technischen und rechtlichen Aspekte des KI-Einsatzes irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können muss. Und ich hoffe, dass wir dazu einen kleinen Beitrag leisten können, damit ihr den ersten Schritt hin zur KI-Kompetenz heute direkt mitnehmen könnt. Ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es um die Nutzung von künstlicher Intelligenz geht, ist Urheberrecht. Urheberrecht kennen vielleicht einige von euch, wenn sie mal in ihrer Jugend als Jugendsünde irgendwie illegale Musik bei Pirate Bay runtergeladen haben oder so und dann Post vom Anwalt kam. Das kann Urheberrecht sein, aber wenn ihr als Unternehmen
ein Werk schafft beispielsweise oder eure Mitarbeiter, dann entsteht da ein Urheberrecht dran und Urheberrechte sind total wertvoll. Also die ganze Veranstaltungsindustrie lebt eigentlich von Urheberrechten. Urheberrechte an Musik beispielsweise sind natürlich ganz essentiell und der Urheber entscheidet, was mit dem Werk gemacht wird. Das heißt, er schließt Lizenzverträge und im Idealfall kassiert er für die Nutzung eines Werks dann auch eine Lizenzgebühr. Das heißt, wenn ihr jetzt mit KI beispielsweise Marketingmaterial promptet, dann wollt ihr im Idealfall, dass das auch urheberrechtlich geschützt ist, weil nur wenn es urheberrechtlich geschützt ist, dann habt ihr es auch in der Hand und wenn ihr es in der Hand habt, dann könnt ihr entscheiden, ob eure Konkurrenz beispielsweise eure Werbung klaut oder halt nicht. Das heißt, wenn ihr Marketingmaterial promptet, solltet ihr darauf achten, dass das Ganze die Schwelle zum Urheberschutz überschreitet. Und was ist urheberrechtlich geschützt? Persönliche geistige Schöpfung. Und da habe ich hier mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das hier ein Kunstwerk. Da könnte man wahrscheinlich sagen, das ist irgendwie moderne Kunst, wilder Pinselstrich. Und der EuGH sagt, es muss die Schwelle zur Kreativität überschreiten. Und hier würde man wahrscheinlich sagen, das überschreitet die Schwelle zur Kreativität, das ist urheberrechtlich geschützt. Könnte man jedenfalls meinen, aber dieses Werk hat kein Mensch gemalt, sondern ein Schwein. Und das Schwein heißt bezeichnenderweise auch noch Picasso und lebt in Südafrika. Und da hat jemand diesem Schwein einen Pinsel ins Maul gedrückt und seitdem malt dieses Schwein coole Bilder, die sogar kreativ im Sinne des Urheberrechts sind. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum redet der Mann hier von malenden Schweinen aus Afrika? Das Ganze ist vergleichbar zur künstlichen Intelligenz. Denn egal wie kreativ die Bilder von Picasso sind, sie sind jedenfalls urheberrechtlich nicht geschützt. Und so ist es auch bei der künstlichen Intelligenz, weil die KI rechtlich gesehen zu behandeln ist wie ein Schwein. Sie ist nämlich kein Mensch und kann deswegen keine Werke im Sinne des Urheberrechts schaffen. Und das heißt, das könnt ihr euch merken, was ihr mit KI erstellt, ist so zu behandeln wie die Bilder von Picasso und ist urheberrechtlich nicht geschützt. Und wenn ihr das Ganze verwendet, ist es möglicherweise okay, aber ihr habt nicht in der Hand, was mit dem Werk im Nachhinein passiert. Eure Konkurrenz kann euch das klauen, das Bild. Ihr könnt keine Lizenzverträge dafür abschließen, sondern das Ganze ist gemeinfrei. Und das ist natürlich nicht das, was ihr haben wollt. Auf der anderen Seite sollt ihr natürlich KI benutzen, weil alles effizienter ist, wenn man KI verwendet. Und deswegen raten wir unseren Mandanten immer dazu, KI zu verwenden, damit man nicht so vor einem weißen Blatt Papier sitzt, aber dann die eigene menschliche Kreativität einfließen zu lassen, das Ganze noch händisch zu bearbeiten. Dann habt ihr nämlich ein Bearbeitungsurheberrecht und habt das Beste aus beiden Welten. Auf der einen Seite ein schnell gepromptetes Bild und dann lasst ihr noch eure Kreativität einfließen und habt dann auch den Urheberrechtsschutz dafür. Genau, da möchte ich jetzt anschließen, ist sowas versicherbar? Letztendlich ist das Thema immer so, dass wenn jetzt ihr mit KI ein neues Format entwickelt und dieses vermarktet wollt und dieses Format wird dann vom Mitbewerber übernommen, habe ich da Versicherungsschutz, kann ich ihn verklagen? Wenn mir das passiert, dass ich ein Format übernehme, kann ich verklagt werden? Grundsätzlich haben wir immer hier unser BGB 823, Herr Jurist, stimmt das? Absolut. Ja, das ist unsere Basis in Deutschland. Und da heißt es also ganz einfach gesagt, wenn ich einem Schaden zufüge, dann hafte ich dafür. Die Haftpflichtversicherung, die ihr alle kennt, basiert genau auf diesen Paragraphen. Und hier werden immer zwei Sachen geprüft. Die Verschuldensfrage, habe ich einen Schaden verursacht? Ja. Und ist der Anspruch, der jetzt aufgerufen wird, gerechtfertigt in Höhe und in Summe und in der ganzen Ausprägung? So, und jetzt kommt das Thema, Versicherer sind ja sehr innovativ, die dann sagen, ja, Moment, woher kommt es? Ist es KI? Und hierfür gibt es momentan noch keinen ausgesprochenen Versicherungsschutz. Und wie man immer auch die Juristen gerne sagen, kommt drauf an, kann man hier im Versicherungsbereich auch drauf anwenden. Es kommt drauf an, wo ist der Anspruch gelagert, wer haftet dafür und wie hoch ist dann tatsächlich eine Schadenssumme. Das heißt, was wir jetzt in Zukunft erleben werden durch den vermehrten Einsatz von KI, ist, dass wir uns lösen von diesen alten Begrifflichkeiten, sondern neue Begrifflichkeiten dazukommen. Wir werden uns in Zukunft viel, viel stärker mit dem Thema Vermögensschäden
beschäftigen. Weil ganz klar, Sach- und Personenschaden ist ziemlich easy. Der Max bricht sich ein Bein, ich bin schuld, da gibt es einen Schadensersatz, ich zahle das. Ich schmeiße eine Vase runter bei der Präsentation, die Vase hat X gekostet, Vase muss ersetzt werden, auch noch easy. Aber Vermögensschäden sind durchaus komplexer, weil hier ruft irgendjemand einen Betrag auf, den er logischerweise auch nachweisen muss. Und hier sind wir schon in einem Bereich, wo der Versicherer jetzt in Zukunft sich überlegen muss, wie gehe ich mit solchen Themen um. Gerade wenn jetzt, sag ich mal, der Output aus KI kommt. Genau, und da sind wir direkt schon beim nächsten Punkt. Die eine Frage ist ja, kriegt ihr Urheberrechtsschutz für KI-Output? Haben wir ja gerade schon geklärt. Nicht, wenn ihr es nicht noch bearbeitet. Aber die andere Frage ist ja auch, dürft ihr eigentlich das, was die KI euch rausschmeißt, einfach für eure Zwecke benutzen? Also dürft ihr jetzt eins dieser Bilder beispielsweise, die ich mit Midjourney gepromptet habe, in eure Marketingkampagne einbinden, als Bühnenbild verwenden, auf einen Flyer drucken oder whatever. Und da gibt es rechtliche Risiken. Und das eine rechtliche Risiko ist wieder das Urheberrecht und das basiert auf dem sogenannten Blackbox-Phänomen. Das heißt, die KI als solche ist eine Blackbox. Ihr wisst eigentlich nur euren Prompt und ihr wisst, was rauskommt. Ihr wisst aber nicht, wie die KI auf dieses Ergebnis kommt. Und da ist gerade das Risiko, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, schreibt mir hier ein Lied über Menschen und die KI arbeitet ein bisschen und schmeißt euch Mensch von Herbert Grönemeyer raus. Ihr kennt dieses Lied nicht, weil ihr irgendwie unterm Stein gelebt habt die letzten 20 Jahre und benutzt dieses Lied, dann begeht ihr eine Urheberrechtsverletzung. Das ist jetzt natürlich eher unwahrscheinlich, aber es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, hier, ich mache eine Veranstaltung in Hamburg, gib mir ein Bild von der Elbphilharmonie. Die KI hat im Trainingsdatensatz ein perfektes Bild der Hamburger Elbphilharmonie, gibt euch das raus, ihr verwendet das und dann, gerade bei Fotos ist das ein hohes Risiko, gibt es Fotografen, die euch dafür abmahnen und dann kann es schnell relativ teuer werden. Das heißt, ihr solltet immer gucken, bevor ihr den Output einfach blind verwendet, ist das eigentlich in Übereinstimmung mit einem bestehenden Werk. Da kann man das beispielsweise durch eine Google-Bildersuche einmal rückwärts laufen lassen. Das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt. Oder, und das ist hier der zweite Punkt, sind da vielleicht irgendwelche Marken abgebildet. Hier seht ihr jetzt, ist Jever mit drauf, Telekom mit drauf. Und ihr müsst natürlich immer aufpassen, dass nicht irgendwelche Marken verwendet werden in eurem Output und ihr damit Markenrechte Dritter verletzt. Wenn die Telekom einfach in eurer Werbung auftaucht, könnte ich mir vorstellen, dass ihr relativ schnell Post vom Anwalt bekommt. Und das heißt, auch da muss man aufpassen. Und da sind wir dann eigentlich wieder bei Marco. Da drohen Schäden, urheberrechtliche Schadensersatzansprüche, markenrechtliche Schadensersatzansprüche. Und das kann schnell teuer werden, wenn man nicht gut versichert ist. Genau, die Frage ist es versicherbar? Diese Frage kann ich auch nicht eindeutig beantworten, weil, wie ich schon wiederhole mich, es darauf ankommt, wo der Schadensfall und wie der Schadensfall gelagert ist. Wichtig ist, wir haben ja zwei Themen immer bei Versicherungen. Einmal haben wir die Schadensversicherung, das ist das, was ihr alle kennt, eine Haftpflichtversicherung, eine Sachversicherung, eine Elektronikversicherung, eine Ausfallversicherung für ein Event oder eine Veranstaltung. Und dann habe ich noch die Kostenversicherung. Hier ist die Betrachtung der Kostenversicherung sehr interessant. Das ist nämlich eine bekannte Rechtsschutzversicherung. Hier werde ich erstmal mit dem Vorwurf konfrontiert, dass ich eventuell hier Daten- oder Urheberrechtsverletzung betrieben habe. Das heißt, hier kann ein Baustein in Zukunft sein, eine Rechtsschutzversicherung, die hier Versicherungsschutz bietet, um diesen nicht Vorwand, diese Andeutung, dass man da was übernommen hätte, zu entkräftigen. Und dann muss ich zum Rechtsanwalt gehen und die Rechtsanwaltkosten habe ich über eine Rechtsschutzversicherung versichert. Daraus resultieren kann dann natürlich dann irgendwann mal ein Schadensfall und dann bin ich wieder beim Thema Vermögensschaden. Also ganz wichtig, hier ist der erste Step eigentlich zu überlegen, ist ein Rechtsschutzthema der richtige Baustein, weil wenn daraus resultieren zum Beispiel der Vorwurf einer Straftat auch noch entsteht, dann brauche ich eine Strafrechtsschutzversicherung und das ist leider ein Punkt, sehe ich immer wieder in unserem Kundenkreis, obwohl wir als ERPAM da immer darauf hinweisen, dass das ein sehr wichtiger Baustein ist.
dass man hier immer noch relativ blank ist und sagen, ja, ich habe ja eine Rechtsschutzversicherung und dann ist eine Straftat entstanden und dann ist es wiederum nicht versichert. Also ganz wichtig, Rechtsschutzversicherung macht nur Sinn in Kombination mit einer Strafrechtsschutzbaustein. Genau. Urheberrecht und Markenrecht, das ist der eine Teil, der zu Rechtsverletzungen führen kann. Das andere sind Persönlichkeitsrechte. Und Deepfakes sind ja in aller Munde. Und man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ich binde einfach mal Bruce Willis beispielsweise in meine Werbung ein oder Lionel Messi. Das ist grundsätzlich marketingtechnisch natürlich total spannend und hat auch seine Vorzüge, weil ich natürlich mit KI irgendwie sehr schnell sehr gutes Material erzeugen kann. Ist auch rechtlich zulässig, aber nur dann, wenn ich mir vorher die Einwilligung hole. Und hier habe ich 2 Beispiele mitgebracht. Auf der linken Seite sehen wir eine Lace-Werbung mit Lionel Messi. Die haben einen Lizenzvertrag mit Lionel Messi geschlossen und dann Deepfake-Werbung personalisiert für die Kunden angeboten. Super Idee, super Marketingmaterial und rechtssicher. Und auf der anderen Seite die Werbung eines russischen Telekommunikationsunternehmens, die sich überlegt haben, wer ist besonders cool für unsere Werbung und gesagt haben, Bruce Willis ist cool und den in ihrer Werbung auftauchen lassen haben. Und das ist eben nicht rechtlich zulässig und da bestehen dann Schadensersatzansprüche. Und da haben wir jetzt gerade auch schon den ersten Fall oder die erste Gerichtserscheinung des Landgerichts Berlins, wo eben jemand zu Schadensersatz verurteilt worden ist, weil er auch Bruce Willis, aber da die Stimme von Bruce Willis in seine Werbung eingebunden hat. Also Bruce Willis ist sehr begehrt, aber man sollte vorher einen Lizenzvertrag mit ihm oder mit allen anderen Personen, die man in seine Werbung einbindet, abschließen. Und dann ein anderer ganz wichtiger Punkt ist die Datensicherheit. Und da kann es auch zu erheblichen Schäden kommen. Und das ist sicherlich für jeden Mitarbeiter im Unternehmen von allerhöchster Relevanz. Und zwar sollte man dringend aufpassen, was man eigentlich in die KI-Anwendung so eingibt. Was man nicht eingeben sollte, sind irgendwelche personenbezogenen Daten oder noch schlimmer Geschäftsgeheimnisse. Jetzt denken sich viele von euch möglicherweise, ja, wer macht das denn? Aber meiner Erfahrung nach machen das einige. Ich hatte jetzt gerade letzte Woche einen Fall auf dem Tisch, wo mich jemand gefragt hat, wie kann ich eigentlich, einer unserer Mitarbeiter hat etwas bei ChatGPT eingegeben, wie kriege ich das wieder aus dem Trainingsdatensatz raus? Denn alles, was ich bei ChatGPT eingebe, geht in den Trainingsdatensatz, zumindest bei der Free-Version. Und wenn jetzt jemand danach fragt, wie waren die Umsatzzahlen von CMS beispielsweise, dann, und ich das vorher eingegeben habe, dann kommt das gegebenenfalls als Prompt heraus. Und wenn das sensible Informationen sind, will man das natürlich auf gar keinen Fall. Das heißt, man sollte immer aufpassen, in welche KI gebe ich welche Daten rein und sich gegebenenfalls die teurere Version gönnen. Und wie findet man raus, wie das Unternehmen die Daten verwendet, indem man sich durch hunderte Seiten AGB quält. Und damit ihr das nicht machen müsst, haben wir das mal gemacht und so ein bisschen eingestuft, welche KI vielleicht besser verwendet werden kann und welche eher nicht so gut. Genau. Und die gängigen und die super Ergebnisse erzeugen, sind leider in der Free-Version besonders datenunsicher. Woran liegt das? Die sind natürlich so gut, weil sie ständig von euch mit Daten gefüttert werden und deswegen erzielen sie die besten Ergebnisse. Dementsprechend sollte man da besonders aufpassen. Es gibt aber auch andere, wie beispielsweise Copilot oder DeepL Pro, wo das Risiko deutlich geringer ist. Genau. Also gerade auch mit diesen Datensätzen, die ihr im Unternehmen ins System eingebt, ist das schadenstechnisch auch ein Problem. Weil hier greift eine Versicherung, die es schon lange gibt, ja, das kommt aus der Vertrauensschadensversicherung, weil das ist der Schaden, der gegebenenfalls im Unternehmen entsteht durch einen Mitarbeiter. Früher haben die Versicherer das relativ banal gesehen, das ist die Buchhaltung, die Geld auf ein Konto, nämlich auf sein Konto überweist und dadurch dem Unternehmen heute damals einen Schaden zugefügt hat. Das war so der klassische Schadensbeispiel, was man genommen haben. Heute ist es viel diffiziler, weil man natürlich jetzt gerade, wie Max auch gesagt hat, diese Daten ja auch noch nicht mal nachvollziehen kann, was für Daten hat er rein. Und auf einmal kommt dann ein Schaden im Unternehmen an und der verursacht dann hohe Kosten. Und da muss man sich überlegen als Unternehmen,
welchen Baustein ich hier dazu nehme. Und das gehört eigentlich in der Risikoanalyse heutzutage viel, viel intensiver besprochen als in der Vergangenheit, weil die Schadensszenarien ganz anders gelagert sind als früher. Also, damit wir das Wort auch schon mal gehört haben, eine Vertrauensschadensversicherung kann dazu eine passende Lösung sein. Oder man schließt eine Cyberdeckung ab. Das ist nämlich, ich habe über KI ein tolles Event gestaltet und jetzt werde ich gehackt. Und auf einmal ist dieses Event, was ich für einen großen Konzern vorbereitet habe, überall im Netz abrufbar. Und dann habe ich schon wieder einen Schaden. Ja, erstmal den eigenen Schaden. Ich werde mit Sicherheit da nicht mehr dieses Event umsetzen dürfen. Und dann kommt der große Industrieunternehmer und sagt, weißt du was, uns ist jetzt ein Vermögensschaden entstanden. Unsere Tournee muss abgesagt werden oder unsere Präsentation, unsere Roadshow und. Und dann habe ich schon wieder einen großen Schaden, der nämlich so gelagert ist, ich habe einmal einen Schaden, der im Hause entsteht und dann habe ich den Schaden, der an einen Dritten entsteht. Und wie gesagt, HGB 823 hafte ich erstmal dafür. Deshalb ist eine Cyberdeckung heutzutage auch ein sehr wichtiger Baustein. So weit würde ich nicht gehen, wie viele Anbieter das in der Werbung propagieren, dass die Cyberdeckung die Feuerversicherung ist des 21. Jahrhunderts. Aber es ist durchaus ein wichtiger Baustein und gehört in die Risikoanalyse jedes einzelnen Unternehmens dazu. Jetzt haben wir euch hier 20 Minuten lang Angst gemacht, wie ihr haftet und wie teuer das wird und dass ihr dringend eine Versicherung abschließen müsst. Aber wir wollen euch natürlich gerne auch noch ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie man solche Risiken effektiv vermeiden kann. Und der erste Punkt ist, dass man die Verträge, die man hat, vielleicht mal anguckt und guckt, was steht da eigentlich drin. Weil gerade Lizenzverträge beispielsweise, die gehen oft von einer Situation aus, die vor der Nutzung von KI die Situation vor Augen hat. Das heißt, die Verträge sind irgendwie 5 oder 10 oder noch mehr Jahre alt und dementsprechend ist da diese neue Technologie noch gar nicht drin. Und wenn ich jetzt beispielsweise Rechte übertrage, dann sehe ich immer wieder in alten Lizenzverträgen, werden da Garantien abgegeben. Mittlerweile werden die Sachen aber mit KI erzeugt. Das heißt, ich kann gar keine Garantie dafür abgeben, weil ich gar nicht so genau weiß, wo die Materialien eigentlich herkommen. Das heißt, man sollte die Verträge anpassen, man sollte gegebenenfalls auch einen Nutzungsvorbehalt erklären in seinen AGB, dass eigener Content nicht zum Training einer KI verwendet wird. Und generell ist das Thema Verträge, glaube ich, eins der Lieblingsthemen von Marco und mir. Besteht gerade bei großen Projekten und wenn ich große Aufträge habe, ist es generell wichtig, unabhängig von KI, dass man saubere Verträge hat, dass die Haftung klar geregelt ist, damit man da eben am Ende nicht die großen Schadensfälle hat, sondern ganz klar ist, was sind die Leistungen, was ist die Gegenleistung, wer haftet, wenn ein Event ausfällt beispielsweise. Ich meine, nach Corona brauchen wir darüber eigentlich nicht mehr zu reden. Das sollte in jedem Vertrag drin sein. Ist aber ein Thema, was ich in der Veranstaltungsbranche häufig sehe, dass da mit Angebot und E-Mail, jo, machen wir so, gearbeitet wird und kein richtiger Vertrag geschlossen wird, obwohl man einfach AGB anfügen könnte, die draftet man einmal und dann hat man für alle Verträge eigentlich immer Rechtssicherheit. Genau. Also wir als Airpam achten natürlich schon sehr darauf, den Kunden auch dort mitzunehmen und zu sagen, was ist denn heute wichtig. Ja, und es sagt, wichtig ist es tatsächlich auch für uns, dass die Verträge der modernen Rechtsprechung auch entsprechen, dass alle Eventualitäten mit bedacht werden können, damit man auch im Schadensfall richtig aufgestellt ist. Und es gibt ein altes Wort, ich mache das ja schon ein paar Tage, dieses Thema, und das hat damals mir so bei meiner Ausbildung einer gesagt, eigentlich ist es richtig, dem Kunden immer zu sagen, erst sichern, dann versichern. Und ich muss feststellen, das passt in der heutigen Zeit viel, viel besser als damals, weil das war alles sehr analog damals und du hast ja immer alles in der Hand gehabt und heutzutage ist ja alles sehr digital und ich meine, man handelt jetzt, ich habe jetzt eine Anfrage, Kunde will seine Plattform weiter ausbauen mit AI, sichert sich jetzt einen Haufen Domains. Ja, und was passiert, wenn jetzt da zufälligerweise eine Domain erwischt von jemandem, der sagt, hey, das ist meine Domain, die möchte ich haben, und der dann irgendwas auf dem Tisch hat wie Domain Grabbing, wow, geiles Wort, ja, ist das versichert?
Nein, ist es nicht, ja, weil die Versicherungsbranche dann noch ein paar Lichtjahre davon entfernt ist, solche Themen zu erfassen. Ja, und das ist halt einfach ein Thema, deshalb sage ich mal, ist der Beratungsansatz, und wir wollen hier keinen Angst machen, der Beratungsansatz ist, die Deckungslücken im Unternehmen zu identifizieren, zu besprechen, und dann entscheidet jeder Unternehmer für sich, wo trage ich das Risiko selbst. Und ich sage ganz ehrlich, einen Teil des Risikos sollte jeder tragen, und das, was ich nicht stemmen kann, das versichere ich. Und zwar nicht mit dem Persilschein, wo alles... Darf ich das sagen, Persilschein? Oh. Okay. Genau, wo alles versichert ist, sondern hier auch wirklich explizit die Risiken raussuchen und die dann nur versichern. Genau, Verträge anpassen ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass KI quasi so ist wie hier ein Wasserpark beispielsweise. Das macht Spaß, Rutschen macht Spaß, aber im Wasserpark gibt es immer Regeln, dass man beispielsweise nicht auf den Bauch rutschen darf. Und so sollte man als Unternehmen auch Regeln im Unternehmen erstellen, wie eigentlich KI eingesetzt werden darf. Das können absolute Basics sein. Sowas wie, gebt bitte keine Geschäftsgeheimnisse bei ChatGPT ein, aber das ist natürlich im Idealfall auch zugeschnitten darauf, wie ihr eigentlich KI im Unternehmen einsetzt. Das heißt, das machen wir im Moment ganz viel mit unseren Mandanten, dass wir solche KI-Richtlinien entwickeln. Was ist rechtlich notwendig? Was muss da drin stehen? Was ist notwendig, um auch diese KI-Kompetenz beispielsweise nach dem AI-Act sicherzustellen? Und dann haben eben alle im Unternehmen klare Regeln, woran muss ich mich halten. Und das hat dann natürlich auch arbeitsrechtliche Perspektiven. Was passiert eigentlich, wenn jemand dagegen verstößt? Wer haftet dafür? Und wenn man da eine klare Richtlinie im Unternehmen hat, kann man zumindest gewisse Risiken schon mal ausschalten. Man wird nicht verhindern können, dass die Leute KI entgegen dieser Richtlinie verwenden. Ich glaube, das ist praxisfern davon auszugehen. Aber so ist es eigentlich der erste Schritt, um sich schon mal sicher aufzustellen. Und ich glaube, dann sind wir auch schon gut in der Zeit. Jetzt vielleicht noch Fragen? Freuen uns, wenn jetzt noch Fragen kommen. Ansonsten könnt ihr uns Fragen auch gerne über die QR-Codes im Nachhinein noch schicken. Aber jetzt ist noch die Gelegenheit, schnell was loszuwerden, glaube ich. Oder? Unterstützen komme ich dazu. Jetzt bin ich auch laut gedreht. Vielen Dank. Erstmal Max-Julian Wiedemann und Marco Pompili hier bei uns auf der Bühne. Dürft gerne schon mal einen Applaus raushauen. Dann sind die Hände auch schon mal frei. Vielleicht geht da noch eine Hand hoch. Ja. Eine Gelegenheit wäre jetzt noch tatsächlich eine Frage, könnten wir noch reinnehmen. Ansonsten ist mir noch eine Frage eingefallen. Ihr habt von den Verträgen gesprochen, die ihr beide so liebt. KI nutzen, um die mal durchzuarbeiten und checken. Machst du das? Also setzt du da KI ein? Also ich jetzt persönlich nicht, aber wir haben ja als große Kanzlei auch oft Due Diligence und da kommt KI schon zum Einsatz. Wir haben zum Beispiel auch als erste Kanzlei in Deutschland eine eigene KI entwickelt, um halt dieses Thema Datensicherheit anzugehen. Das heißt, die ist nur bei uns und da setzen wir auch auf jeden Fall schon KI ein. Gerade bei großen Datenmengen ist es total hilfreich. Macht Sinn. Ja. Und wie der sichere Einsatz funktioniert, haben wir von euch beiden gehört. Auch herzlichen Dank zu der Einladung, dann euch noch Fragen zukommen zu lassen. Also manchmal wirkt sowas ja nach und dann kommt im Nachgang noch mal was. Sichert euch da bitte die Vernetzung mit den beiden. Ganz herzlichen Dank. Schön, dass ihr Teil der LeadCon seid. Dann gibt es noch mal den Applaus für Marco und Max hier bei uns auf der Bühne. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Danke.